Ich bin in Köln. Ist ja klar. Weil wenn ich nicht in Köln wäre, dann das ja hier nicht Alaf heißen, sondern Hellau. Hellau. Was ein Quatsch. Wenn man ins nach Köln geht, dann mäht man natürlich alles, was im Reiseführer steht. Dombesuche, das Ludwig-Museum, Museum ohne Ende. Ne? Und dann jeder noch so kleine Geheimtipps von Einheimischen. Da kann er dann nie zum Nippeser Wochenmarkt oder geht hier im Joldene Kappes essen. Ja gut, das könnt ihr auch alle machen, das ist auch schön. Aber ich möchte euch 3 Sachen vorstellen, die man eher nicht im Reiseführer findet. Einmal im Monat, an jedem zweiten Sonntag, öffnet das Straßenbahnmuseum in Thielenbruchs in Düren und lädt zu einer wunderbaren Zeitreise ein. Schon beim Betreten des historischen Bahnhofs fühlt man sich sofort in eine andere Ära versetzt. Der Eintritt ist mit 2 Euro für Erwachsene und 1,50 für Kinder sehr erschwinglich. Im Museum jeder über 20 Straßenbahnen zu bestaunen. So hat das alles angefangen mit einem Bett, vorne dran und dann einer Waren. Der wurde dann hinterher getrocknet. Und da schrieben wir 1877. Von der Pferdebahn über das berühmte Fienchen bis hin zu den Bahnen aus den 60er und 70er Jahren. Einige der Bahnen sind so ja noch funktionstüchtig und werden zu besonderen Anlässen noch ins Ende gesetzt. Aber die Bahnen sind nicht alles. Es gibt auch technische Exponate, die Erinnerungen wecken. Wer kann sich noch an die alte Fahrkartenmaschinen erinnern? Da haben schon viel verzweifelt dafür gestanden und wussten nicht, wo sie drücken mussten. Außerdem gibt es einen interessanten Ausstellungsraum. Junger Mann, zeigen Sie mal Ihre Fahrschein. Und eine liebevoll gestaltete Modelleisenbahn. Für nur 4 Euro extra kann man eine virtuelle Zeitreise machen, die einen noch tiefer in die Geschichte der Straßenbahnen eintauchen lässt. Besonders empfehlenswert ist eine geführte Tour mit einem der ehrenamtlichen Helfer. Die sind nicht nur unglaublich sachkundig, sondern gewähren auch Einlass in verschiedene Bahnen, was garantiert für den einen oder anderen ein nostalgisches Flashback ist. Hey, in der Bahn war ich plötzlich wieder ein Teenager. Mein Lieblingssitz im Winter war der, unter dem die Heizung war. Kennt ihr das auch noch? Die Führung ist übrigens im Eintrittspreis inbegriffen. Ja, und wenn man von den vielen Bahnen ein- und aussteigen hungrig wird, da geht man einfach nebenan in das Aubele. Dort gibt es leckere, gut bürgerliche Küche mit einem schwäbischen Hauch, sowie Kaffee und Kuchen. Um die Eck war doch noch ein Wald, perfekt für einen entspannten Spaziergang im Grünen. Alles in allem täte ich sagen, ein Besuch im Straßenbahnmuseum lohnt sich auf jeden Fall. Ach Mensch, das Wetter ist so schön warm. Ich bin am Schwitzen. Ich höre gleich unter die Erde in der Fernwärmetunnel. Da bin ich ganz gespannt. Das geht nämlich unter dem Ring. Ja. Hoffentlich ist er dicht. Wollte da immer schon ins Wissen, wie es ist, 25 Meter unter dem Rhein in einem Tunnel entlang zu laufen. Dann ist die kostenlose Führung durch den Fernwärmetunnel genau das Richtige für euch. Aber Achtung, es geht 100 Stufen runter auf einer Gittertreppe. Wenn ihr also Höhenangst hat, dann solltet ihr besser nicht nach unten durch. Während der Führung wird erklärt, wie der Tunnel in nur 2 Jahren erbaut wurde und warum. Der Grund war, dass man die Fernwärme von der linken auf die rechte Rheinsicht transportieren muss.
da Köln schnell wuchs und mehr Haushalte versorgt werden mussten. Die Heizkraftwerke, die diese Wärme produzieren, befinden sich auf der linken Rheinsee, im Nil und in der Südstadt. Der Tunnel ist 461 Meter lang und wenn man ein blaues Licht sieht, da weiß man, dass man in der Mitte ist. Sollte gerade ein Schiff vorbeikommen, kann man das von hier Jod hören. Kleines U-Boot-Gefühl inklusive. Die Führungen sind kostenfrei, aber eine Anmeldung ist erforderlich. Der Link zur Anmeldung steht unten im Dubbeldiwupp. 100 Stufen runter, die müssen wir nachher wieder hoch. Mahlzeit. Für Glück bin ich genug gelaufen. Cardio-Training, Kraft- und Ausdauertraining. Check. Der Kölner Dom ist von vielen Richtungen gut sichtbar und ein Besuch gehört einfach dazu. Man kann hineingehen und in diesem gotischen Prachtwerk umherschlendern, die Schatzkammer besichtigen oder die endlose Wendeltreppe rupklimmen. Aber für ein wirklich besonderes Erlebnis solltet ihr eine Dachstuhlbesichtigung machen. Diese Tour muss lang im Voraus gebucht werden, weil die Gruppe 20 Personen nicht überschreiten darf und ist ratzfatz ausgebucht. Man sollte allerdings schwindelfrei sein, da es wirklich bis ganz nach oben geht. Aber es lohnt sich, denn die Aussicht ist spektakulär. Während der Tour wandert man außen an Wasserspeiern und Figuren vorbei, die von unten überhaupt nicht sichtbar sind. Da weiß niemand, dass es mal einen ganz frechen Steinmetz gab, der sich in den Details verewigt hat. Dann geht es nach innen, wo man einen großartigen Blick auf die Orgel und die wunderschönen Fenster hat. Die Tour kostet 20 € und ist wirklich was Besonderes. Ja, und da hat er's. Ihr könnt unter dem Rhein spazieren, in der Straßenbahn, eure Kindheit einsteigen oder hoch über Köln schweben. Diese Erlebnisse solltet euch nicht entgehen lassen. Alle Links zu den Erlebnissen findet ihr unten im Dubbeldiwupp. Ja, und wenn ihr ein bisschen länger in Köln seid oder gerade hier seid, dann könnt ihr auch hier. Das ist eine Ausstellung, Körperwelten. Sehr interessant. Man lernt ganz viel, wie das so innen drin aussieht. Kann ich empfehlen. It was unbelievably painful.